Hi, herzlich willkommen beim Ludis Tarot. Ich heiße Nina und schau mal, was für eine Botschaft heute für das Kollektiv dabei ist. Ich schaue dazu in die Tarotkarten und folge dann einfach meinen Assoziationen und dem, was mir so in den Sinn kommt, durchkommt und hoffe, dass hier irgendein Bild, irgendetwas für dich dabei ist, mit dem du weiterdenken kannst, eigenständig und mit einer gesunden Distanz und Skepsis. Was ist heute da? Was möchte sich mitteilen? Die Herrscherin ist schon gefallen. Ich lasse noch ein paar Kärtchen. Uiuiui. Die Worte stocken ein bisschen. Der Magier. Auf die Herrscherin ist noch eine andere Karte verdeckt gefallen und noch eine weitere Karte in etwas Entfernung, etwas weiter links. Ich lasse noch ein paar Karten springen. Ich möchte heute ein bisschen ausführlicheres Bild haben. Der König der Stäbe hat sich umgedreht. Den soll ich links vom Magier platzieren. Okay. Na, was möchte noch raus? Okay. Das war's erstmal. 4 der Schwerter ist gefallen. Und ich nehme das jetzt auch ein bisschen als Stopp, was das Mischen betrifft. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, von links nach rechts gucken. Ganz links die 9 der Münzen auf dem Kopf. Rechts daneben, oh, die 9 der Kelche auf dem Kopf. Interessant. Die anderen sind, soweit ich das sehen kann, alle aufrecht, bis auf die eine, die wir noch nicht haben. Dann haben wir den König der Stäbe. Bisschen länger. Die 4 der Schwerter. Den Magier. Und dann die Herrscherin mit einer kleinen Zusatzinformation. Ich will ein kleines bisschen länger halten. Okay, falls du dazu auch irgendwelche Gefühle, Gedanken, Assoziationen zu den Bildern hast, das ist im Grunde wichtiger als meine Interpretation. Du kannst natürlich mit beidem arbeiten, aber spannend ist halt, was diese Bilder in uns auslösen. Und die Herrscherin hatte jetzt diese Zusatzinfo, der 2 der Stäbe. Das lag noch drauf. Mir scheint es so, dass hier so eine kleine Geschichte sich abzeichnet. Also ich habe natürlich den Impuls, die Karten zuerst zu nehmen, die zuerst gefallen sind, weil das ja in der Regel irgendwie die Art ist, wie ich beim Mischen schon so ein bisschen anfange, Fäden aufzusammeln. Aber jetzt habe ich ganz klar diesen Impuls, von links nach rechts mich hier durchzuackern. Mit euch, sofern ihr Bock habt. Und, oder mit dir. Und da hatte ich direkt jetzt bei dieser Kombi aus 9 der Münzen verkehrt herum und 9 der Kelche verkehrt herum, in beiden Fällen eben diese Neuner-Karten. Neuner-Karten, jetzt bei den 9 der Schwertern und 9 der Stäben hat es nochmal ein bisschen anderen Einschlag. Da hat es sehr stark dieses Albtraumartige bei den 9 der Schwertern und das verwundete Krieger, das immer noch im Anschlag sein, immer noch das Gefühl haben, sich verteidigen zu müssen bei den 9 der Stäben. Das heißt, es hat eher einen Charakter in beiden Fällen von sowas Angegriffenem. Bei den 9 der Kelchen allerdings und den 9 der Münzen, ich zeige die mal richtig rum, so, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die 9 der Münzen erzählt von einer Figur, wenn du hier gemeint bist, vielleicht eine Phase, die sich abgeschlossen hat, eine sehr eigenständige Person, eine selbstständige Person, eine auch zurückgezogene Person. Man sieht hier eine Frau, Gender und Geschlecht ist immer egal bei meinen Tarotlegungen, also wie du dich siehst. Die Frage ist, ob du diese Qualität in deinem Leben hier findest. Und das wäre bei den 9 der Münzen nicht nur die Eigenständigkeit in Bezug auf das Materielle, auf das Wachstum, auf das eigene Ideen kultivieren, sich selbst kultivieren, eigenen, ja auch Reichtum in allen möglichen Hinsichten kultivieren und mit den verschiedenen Geschwindigkeiten. Jetzt habe ich die Wörter irgendwie abgemasht. Okay.
Mashup. Ja, vielleicht kommt uns noch ein Song. Irgendein Mashup. Mal gucken. Mm, Das Austarieren der verschiedenen Geschwindigkeiten. Wir haben hier die Schnecke und den Falken, der mit dieser Person verbunden ist. Also beide Geschwindigkeiten, die unglaubliche Schnelligkeit, die Präzision, die Geschwindigkeit, das von der Luft aus schauen und eben die Langsamkeit der Schnecke, das den Boden abtasten. Das ist hier beides enthalten. Das ist also das Meistern des Materials in dieser Hinsicht, also des eigenen Gartens, hat damit zu tun, eben auch zum richtigen Moment abwarten zu können. Und das Abwarten, das in seinem Garten warten, es hat sich gereimt, im Garten warten und natürlich irgendwie auch aufgeschlossen zu sein und offen zu sein, aber eigentlich eher nicht rauszugehen, eigentlich eher nicht auf Dinge zuzugehen, sondern sie kommen zu lassen. Das ist in der Neun der Münzen sehr stark. Also es ist eine sehr empfangene Karte im Grunde, aber auch eine, bei der ein Mensch gezeigt ist oder eine Situation, eine Phase, ein Lebensgefühl gezeigt ist, das davon spricht, darum zu wissen, dass man eine Grundzufriedenheit alleine herstellen kann. Und das ist ähnlich bei den Neun der Kelchen. Also bei den Neun der Kelchen haben wir im Grunde dasselbe, nur dass hier das Emotionale stärker kultiviert wird, aufgereiht, aufgezeigt wird. Also jemand hat quasi wie im Hintergrund eigentlich das, was schon geschaffen ist, was selbst geschaffen ist. Und in beiden Karten haben wir natürlich diese Nullstelle von der Münze oder von dem Kelch, der zur 10. noch fehlt. Und die 10 der Münzen und die 10 der Kelche, also der nächste Schritt zu einer neuen Stufe von Erfüllung, ist dann wieder etwas, was stark mit Gemeinsamkeit zu tun hat. Also auf der 10 der Kelche und der 10 der Münzen haben wir eben nicht eine Person aufgemalt, sondern zusammen, Leute, die zusammen sind. Auf der 10 der Kelche eben diese Familie und dieses Paar und diese Kinder. Und auf der 10 der Kelche und auf der 10 der Münzen haben wir eben diese Stadtsituation, wo sich zwei Wege kreuzen, wo die Blicke von Menschen sich treffen. Ich muss gerade an einen Radiohead-Song denken. Wie geht das denn nochmal? Bei der 10 der Münzen, die haben mir nicht gefallen, aber eigentlich ist diese beiden umgedrehten verweisen eigentlich schon auf einen nächsten Schritt, auf eine neue Situation. Und das müsste eigentlich das sein, was in der 10 der Kelche und der Münzen enthalten ist. Also das könnte man sich natürlich überlegen. Bis mir der Radiohead-Song-Text einfällt, das ist dieses Musikvideo, wo die so Fahrradhelme tragen. Später, kommt gleich, vielleicht. Dieses Umgedrehte zeigt für mich, es ist eine Phase, die für dich vielleicht wichtig war, wenn du hier gemeint warst. Also, dass du lernst, dich mit dir erstmal in Einklang zu bringen, für dich Dinge herzustellen, dir eine Welt zu schaffen, in der du auch wohnen kannst, in der du leben kannst, in der du sein kannst, dass du deine eigene Welt bewohnst. Dass das aber auf Dauer natürlich auch etwas Einsames haben kann oder etwas, worin man sich versperrt. Was nicht heißt, dass es falsch ist, sich auch in diese Welt immer wieder zurückzuziehen und dafür Ordnung zu sorgen gewissermaßen und die auch zu schützen gegen Eingriffe, gegen Veränderungen, gegen Verrückungen, die irgendwie da passieren sollen. Also es ist klar, dass du einen Space hast, in den man nicht einzugreifen hat. Interessant wird es halt, wenn das irgendwann klar genug ist, zumindest also erstmal in erster Linie für dich, aber du auch merkst, dass du da auch andere, dass du deine Grenzen sauber ziehen kannst, dass du sie verteidigen kannst. Dann kann ein Gefühl von Sicherheit mit diesem Raum entstehen, der dich dann neugierig macht. Okay? Berührt zu werden. Anwesend zu sein mit anderen, anwesend zu sein bei anderen. Dass man sich eben vielleicht, wie mit seinen, also weißt du, wie Schnecken. Wir haben ja hier die Schnecke auch abgebildet auf den 9 der Münzen. Schnecken haben auch ihr Häuschen dabei oder Schildkröten haben ihr Häuschen dabei, haben ihren Schutz dabei. Man könnte sagen seelischer oder psychischer Schutz. Das Wissen um die eigene Welt, die andere Menschen einem halt nicht nehmen können. Die eigene Gefühlswelt, die eigene Welt, die einen mit dem Materiellen verbindet, mit dem, was man herstellt, mit dem, was man kultiviert. Und wie, weißt du, wenn Schnecken oder Schildkröten sich treffen, haben die das halt dabei. Aber die können sich trotzdem öffnen. Also die können sich natürlich verstecken, aber sie müssen nicht.
Das könnte darauf so ein bisschen hinweisen, dass es jetzt für dich interessant wird, dich zu öffnen. Wir haben, okay, vielleicht weniger eine Geschichte. Genau, okay, weniger eine Geschichte als eine Szene. Da schaut nämlich auf dieses Ganze, also dass also da wendet sich was. Es wendet sich in deiner Situation, wenn du hier dich verbunden fühlst mit dieser Kombi von 9 der Münzen und 9 der Kelche umgedreht. Schaut jemand auf diese Szene. So, etwa. Da guckt jemand hin. Jemand guckt hin. Vielleicht ein Teil von dir, vielleicht ein anderer Mensch, der aber ein bisschen Feuer unterm Pöppis hat, also ein leidenschaftlicher Mensch, guckt da drauf. Der guckt da drauf, was da sich wendet. Er findet das aus Gründen interessant. Und das ist ein bisschen wie beim König der Stäbe, ist auch die Aufgabe natürlich für diesen Menschen, mit dem eigenen Feuer umzugehen. Ich finde da immer sehr aufschlussreich, wie das bei dieser Kinderserie Avatar, der Herr der Elemente, also Last Airbender im Englischen, mit mit diesen Fähigkeiten, die Elemente zu bändigen, also mit Feuer und Wasser und Erde und Luft halt und später auch dann Metall und sowas, solche Sachen zu beeinflussen. Das kann man auch andersherum betrachten, dass man von diesen Sachen ausgeht und dann sich einfach nur die Fähigkeiten anguckt, die es in den Menschen braucht, um das machen zu können. Also etwas, was wir in der Regel nicht können. Wir normalen Menschen außerhalb dieses Comic quasi. Aber es ist interessant, was zum Beispiel jetzt, wir nehmen das mit dem Feuer, da geht es sehr stark auch um Selbstbeherrschung. Und die Selbstbeherrschung ist für den König der Stäbe, des Feuers, der Taten, des Handelns, also ne, das ist ein handlungskräftiger Charakter, einer, der etwas durchsetzt, etwas umsetzt. Könnte, wie gesagt, auch ein Teil von dir sein, also dass du wie, ja gut, jetzt habe ich hier halt meinen Bereich geschaffen, jetzt geht's los und hier irgendwie volle Möhre und alles ist krass. Dass es auch interessant für dich ist zu schauen, dass du das nicht zu einer Stichflamme werden lässt, sondern dass du da auch lernst jetzt eben, dass neben all dem anderen, was du schon kultiviert hast, auch dein inneres Feuer zu kultivieren. Was nicht heißt, dass du es ausgehen lässt oder dass du dich künstlich bremst, wo du dich wirklich nicht bremsen willst. Das machen wir ohnehin zu häufig in unserer Kultur. Aber in Bezug auf Begegnung kann es interessant sein, auch zu wissen, wie du runterkommst, wie du wieder zu dir kommst. Feuer ist halt auch was Expandierendes. Das ist was ja, Expansives, was auf anderes übergeht. Was im anderen auch natürlich oder in irgendwelchen Projekten sich entzünden will. Und ja, immer weiter, also sich weiter verbreiten will. Und das kann sein, dass du die Erfahrung gemacht hast, vielleicht hat das auch für diesen Rückzug gesorgt, den es hier gegeben hat, indem du halt irgendwie viel aufgearbeitet hast und viel in dir wiederhergestellt hast, aufgeräumt hast, entdeckt hast, erkundet hast. Und wirklich, das sind jetzt Stärken von dir, das hast du jetzt da. Dass du vielleicht an etwas zu viel Stichflamme, etwas zu viel Brennen für neue Situationen und Sachen, wo du dann handelst, wo du Sachen machst, wo du Dinge in die Tat umsetzt, vielleicht auch auf andere zugehen, ein bisschen zu hitzig warst, ein bisschen zu krass warst und dann ausgebrannt bist. Also vielleicht ist da, oder du hast verbrannte Erde hinterlassen vielleicht, also dass eine Situation überhitzt war. Kann dich betreffen, kann jemand anders betreffen. Häufig ist es häufig ist es beides. Oder es ist interessant, wenn man es bei anderen beobachtet, sich auch die Frage zu stellen, ob es einem was über sich erzählt. Lohnt sich immer. Aber der König der Stäbe hat hier eben auch dieses merkwürdige Tier, nämlich den Salamander. Übrigens Lurch des Jahres 2026, der, ich glaube, Alpensalamander oder Bergsalamander. Nicht der Feuersalamander, meine ich. Muss man nochmal recherchieren. Der Salamander ist eigentlich ja ein Wesen, was sowohl auf der Erde als auch im Wasser lebt. Aber jetzt Salamander nochmal unterschieden von anderen Lurchen, also Molchen, die hauptsächlich im Wasser sich aufhalten, ist der Salamander einer, der wirklich über die Erde wandert. Also der erschließt auch neues Gebiet. Aber es ist eben, ja, ein besonderes Tier, was
Ich weiß jetzt gar nicht, was sonst noch mit dem Salamander in Verbindung steht. Ich verbinde damit auf jeden Fall auch so was Prähistorisches, also eine prähistorische Form von Weisheit. Das Feuer, der Feuersalamander, ist auch schwer zu erkennen und es ist krass, wenn man welche sieht in der freien Wildbahn. Habe ich schon mal gesehen. Das ist wie, als würde da so ein Dinosaurier den Weg kreuzen. Es ist total krass. Das hat was ganz, wie sagt man, was ganz Elegantes irgendwie, Majestätisches und gleichzeitig ist es halt ein Tier, was so stapft, also ein kleiner wie Dinosaurier, der über die Erde stapft. Und auch was Fragiles. Und für manche Menschen etwas, wovor sie sich erschrecken oder sogar ekeln, aber es ist eigentlich wunderschön. Und ja, der hat diese Warnfarben auf dem Bauch, also etwas, was ihn natürlich auch schützt, dass er sich wenden kann. Wir hatten dieses etwas wendet sich, also das Blatt wendet sich, eine Situation wendet sich, eine Haltung wendet sich. Du zeigst einen Teil von dir vielleicht, hier auch mit dem Salamander, den du sonst nicht zeigst. Vielleicht entstehen hier Situationen, ähm, die dich Dinge an dir erfahren lassen und natürlich auch andere vielleicht an dir erfahren lassen, mit denen du sonst sparsam umgehst. Also dieser König der Stäbe scheint dich hier vielleicht so ein bisschen herauszufordern. Wie gesagt, könnte ein Teil von dir sein, sage ich immer dazu. Aber ich habe hier ein bisschen mehr das Gefühl, dass das vielleicht auch ein Mensch ist, mit dem du zu tun hast, mit dem du irgendwie in Verbindung oder Kontakt stehst. Und in der Mitte habe ich den Eindruck, dass es hier wieder mehr um dich geht oder vielleicht etwas, was ihr miteinander teilt. Der Magier und die 4 der Schwerter. Ich habe hier ganz stark dieses Wort Fähigkeiten und wir hatten jetzt das Wenden, den Feuersalamander, also wie auch so, es hat was Alchemistisches. Also du oder ihr scheint hier in der Lage zu sein, vielleicht jeweils auf eure Weise, eure eigene Form von, ich sag mal, Magie unvorsichtig zu vollziehen. Also in dem Sinne, dass ihr Dinge verarbeiten könnt. Allein, in der Stille, also in der Kontemplation, in der Auseinandersetzung. Also hier diese 4 der Schwerter, Gedanken, Verstand, das hat eine Menge mit auch Wissen zu tun. Wissen über sich selbst, Wissen über Menschen, Wissen über die Psyche, Wissen über die Tiefe. Auch biografisches Wissen vielleicht, also dass sich da Dinge aufschließen. Was manchmal wirklich auch Situationen stark wenden kann. Was aber auch Situationen dazu bringen kann, umzuschlagen. Also hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem König des Feuers, also der Stäbe. Eine Situation kann auch kippen. Ich habe hier das Gefühl, ich habe hier irgendwie Menschen, also vielleicht 2 Menschen, möglicherweise du und jemand, die sehr mutig an den Grenzen entlang wandern. Vielleicht auch ein bisschen am Tabu entlang wandern, also nicht am jetzt besonders gesellschaftlichen vielleicht, aber die sich trauen, also die schon auch den Mut haben, sich an diesen Grenzen zu bewegen, dessen, was man so macht und was man nicht macht. Also unkonventionelle Menschen. Menschen, die sich aber auch dafür interessieren, was sind das für Linien und was sagen die aus und was sagen sie nicht aus. Also die eine eigene Entscheidung treffen, die ein eigenes Verhältnis zu diesen Grenzen, zu diesen Konventionen entwickeln und die das auch in Frage stellen miteinander. Also da passiert immer eine Alchemie oder man könnte sagen, da passiert eine Transformationsarbeit in diesen Gebieten, in diesen Zonen. Wir haben auch mit dem Feuersalamander, Amphibien, ein Wesen, das sich in diesen Grenzgebieten aufhält. Also da, wo Wasser nicht weit ist, aber auch nicht notwendig immer nur im Wasser. Es ist ein Grenzwesen, ein Mittelwesen, ein Dazwischenwesen. Ihr könntet Dazwischenwesen sein. Sehr spannend. Menschen, die es aber offensichtlich, also wie hier mit den 4 der Schwertern, vielleicht habt ihr da eine große Gemeinsamkeit und deswegen auch ein Interesse aneinander und am Kontakt, aber es kann natürlich, ne, es kann halt auch, es kann sehr krass werden. Also da ist es dann interessant, die Frage zu stellen, wo ist das Wasser, was kühlt es ab, das Feuer, was gibt dem halt die Gegenkraft, wie beim
Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Alchemisten in ihrem Labor da alles so gemacht haben, aber ich stelle mir halt wie so ein altes Bild vor, so einen alten Kupferstich vor, wo jemand mit Geräten irgendwelche Prozesse macht. Da gibt es eben etwas, wo was erhitzt wird, Metall erhitzt wird, Flüssigkeit erhitzt wird, irgendwelche Stoffe werden verändert durch Temperatur, durch Feuer. Und dann gibt es etwas, was durchwandert, vielleicht aber auch Rauch, also irgendwelche Gase, die entstehen, die vielleicht leicht entflammbar sind. Ähm, oder ja, also das wäre wieder Luft, also Gedanken, leicht entflammbare Gedanken. Ihr habt vielleicht ein angeregtes Denken irgendwie. Es könnte krass sein. Ähm, und dann braucht es eben andere, wie nennt man das, irgendwelche Kolben, also ne, so Glaskolben, in denen etwas auch wieder runtergekühlt wird, also wieder eine andere Temperatur bekommt. Das sind für diese Prozesse wichtig. Und jetzt übertragen auf das Seelenleben, auf die Seelenarbeit, auf das Umgehen mit Kräften und mit Energien, ja, könnte das für euch, wenn ihr euch begegnet, wenn ihr miteinander in diesen Austausch habt, der ja selber auch schon was Transformatives hier zu haben scheint, dass ihr auch die Möglichkeit dabei habt, die Dinge, die zur Hitze kommen, also die warm werden in euch oder mit euch oder zwischen euch, dass die auch ja, Abkühlung bekommen an anderen Stellen, damit nicht die Essenz, das Destillat verdampft. Wow, okay. Das hier wäre dann zum Beispiel das Destillat, erkennen. Und hier mit dem Magier, mit den verschiedenen Elementen, die hier auch alle gezeigt sind, habt mal alles dabei, wenn ihr miteinander in Austausch seid. Interessant ist bei der Herrscherin, ich habe mich gerade gefragt, als ich die beiden hier nochmal zusammen gesehen habe, scheinen auch so ein bisschen wie abgewandt voneinander zu sein. Und ich habe mich gefragt, sind das hier zwei Menschen? Und ich gab ein inneres Kopfschütteln. Es ist tatsächlich offenbar so, dass dieses Abwartende hier auch eine Rolle spielt. Hier sind zwei Menschen in der Herrscherin-Energie. Hochinteressant. Was passiert denn? Also es ist, wie gesagt, völlig egal, um welche Geschlechts- und Genderkonstellation es sich handelt. Zwei Menschen in der Herrscherinnen-Energie. Deswegen sollte ich die auch eben vielleicht noch mal länger zeigen am Anfang. Was kann das alles heißen? Auch ein bisschen zwei Diven vielleicht? Das kommt mir gerade. So ein bisschen zwei, sehr interessant. Zwei Diven, die aufeinandertreffen und halt eine Spannung herstellen. Eine Spannung erleben, aber auch eben was bewegen können. Interessant. Und zwei, die aber auch sich die Welt genau anschauen, also die auch versuchen zu verstehen. Im Handeln, im Ausprobieren. Immer wieder abmessen. Etwas machen und dann wieder gucken. Vergleichen. Die innere Welt mit der äußeren Welt abgleichen. Nicht nur Schlüsse im Kopf ziehen, sondern auch auf die Welt zugehen. Mit ihr interagieren. Das scheint dieses Verhältnis auszuzeichnen. Also die versuchen es, vielleicht auch, wenn das Dinge hochbringt, mit denen man dann erstmal für sich arbeitet. Ne? Also das sind wir auch schon. Und die eigenen Gefühle vielleicht auch und man könnte sagen, das eigene Trauma auch verwandelt. Eigenes verwandelt, transformiert. Sehr transformative Begegnung hier. Oder Connection, Verbindung, wer weiß. Begegnung trifft es eher, aber es ist wirklich hier. Also es sind schon noch, der andere bleibt gegenüber. So, es ist, ihr verschmelzt nicht. Und es müssen aber, wie hier bei den zwei der Stäben, auch immer wieder Entscheidungen getroffen werden. Immer wieder, eine Entscheidung bleibt zu Hause und eine wird getroffen. Es ist immer die Frage, welche. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt? Was machst du jetzt? Und immer wieder auch tatsächlich dieses in den eigenen Raum zurück. Interessant. Keine Ahnung, was es für dich heißen kann, was es für eine Konstellation ist. Das weißt du am besten, falls dich dieses Reading meint. Aber ich ziehe noch eine kleine Empfehlung und vielleicht noch einen Hinweis auf etwas, was man nicht sieht. Die Empfehlung ist kommuniziert, okay? Nach der Stäbe.
Also redet miteinander. Das ist auf den Magier gefallen und auf den König der Stäbe. Also das Handeln besteht im Sprechen. Was ihr nicht seht, sind die 10 der Schwerter oder das Hindernis, das Ungesehene, das Herausfordernde. Von den eigenen Gedankenmustern, von den eigenen Gedankengrübeleien, alten Sachen auch tatsächlich irgendwie durchfahren zu sein. Das kann hier regelmäßig passieren. Also wo Intensität ist, wird inneres Trauma berührt. Und das kann sich so anfühlen. Die Empfehlung ist hier aber, also es gibt Dinge, macht die mit euch selbst aus, jeweils. Vielleicht genau diese 10 der Schwerter-Momente, diese Kapitulation, auch eine große Transformationskarte. Ihr könnt hier Dinge zum Abschluss bringen, in euch, miteinander. Was nicht heißt, dass dieses Verhältnis eine bestimmte Form annehmen muss. Aber es hat eine transformative Kraft. Das ist schon mal krass. Kann ich noch eine Information haben zu Dingen, die ihr beachten sollt? Okay, passt auf, dass ihr euch nicht zu viel aufladet. Also ruhig Blut, so eben mit allem. Der Page der Münzen, die Königin der Münzen, die 4 der Stäbe und die 3 der Münzen. Also wir haben hier das Erdelement ganz stark vertreten. Bleibt in der Realität. Bleibt verbunden mit dem, was wirklich passiert. Was ist konkret? Was passiert wirklich zwischen euch? Was wird da gesagt? Was geschieht da? Und was ist der Teil, den man mit sich ausmacht? Diese Welten auch ein bisschen auseinanderzuhalten. Das ist hier wichtig. Es geht um den Selbstwert und den Selbst zu heben und den Selbst zu pflegen. Und zu wissen, dass alle möglichen Empfindungen und Dinge, die auch passieren, vergänglich sind. Also das, was du erlebst, das zieht vorbei natürlich. Das erlebst du, aber du erlebst es auch durch. Das kann mal mit Abschied zu tun haben, der einem schwerfällt, aber es kann auch mal erlösend sein, als Wissen, dass die Königin der Münzen natürlich irgendwie sehr stark verkörpert. Denn wenn Dinge unangenehm sind, schwierig sind, auch das ändert sich wieder. Wirklich ganz stark Metamorphose, Transformation, Blätter, die sich wenden. Der Salamander, auch ein Metamorphosenwesen. Super spannend. Und dann kann es auch einfach, also es kann wirklich, was das Handeln betrifft, 4 der Stäbe, stabiles Handeln, freudiges Handeln, feiern, gute Zeit gestalten miteinander, schöne Räume schaffen miteinander. Oder auch alleine, je nachdem. Aber ihr tauscht etwas aus und das habt ihr dabei. Und das ist wie neue Kraft kommt dazu, etwas Neues kommt dazu. Und mit den 3 der Münzen auch etwas konstruieren können, was nicht schon da ist. Also schon auch entweder jeder für sich neue Projekte auch entwerfen können mit verschiedenen Instanzen seiner selbst und ihrer selbst. Möglicherweise auch gemeinsam sprechen über solche Dinge. Vielleicht sogar zusammenarbeiten. Ich weiß nicht genau, in welcher Situation du bist und welche Konstellation das sein kann. Das kann auch, ich habe gerade noch den Gedanken gehabt oder reinbekommen, kann auch eine Situation im Arbeitsfeld sein. Also, dass du irgendwie in einem Arbeitsfeld zu einem Kollegen oder zu einem Chef oder wem auch immer sich da nochmal eine andere Kraft zeigt, eine andere Form von Zusammenarbeit zeigt. Oder zu einem Mitarbeiter. Ich weiß nicht, welche Position du hast. Oder wirklich Zusammenarbeit, Kollaboration mit anderen Menschen, dass da nochmal was, einfach Dinge sich abzeichnen, Dinge Feuer fangen, auf die gute Art, sofern ihr es zügeln könnt oder also kultivieren könnt, das Feuer kultivieren und sich nicht davon verbrennen lassen, die Situation nicht verbrennen lassen. Dann kann das hier sehr fruchtbar werden. Also wow, das ist ziemlich stark. Starke Charaktere, starke Situationen, starke Möglichkeiten, starke Räume, die da geschaffen werden und bespielt werden. Musik hilft, kommt gerade rein. Hatten wir noch ein Mashup? Ich guck mal, vielleicht fällt mir beim Hochladen eins ein, dann puste ich das drunter.